Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 5 bzw. Battlefield 6 Themenvideo. Heute wollen wir uns mal ganz konkret mit den Terminen beschäftigen, die uns Stand heute bis zum Release von Battlefield 6 bzw. Battlefield 2021 vermutlich erwarten werden. Da orientiere ich mich ganz einfach an den Vorgängerteilen bzw. so den Einschätzungen, die man auch den Medien entnehmen kann, und gebe euch einen kurzen Guide bzw. einen kurzen Terminplan an die Hand, damit ihr genau wisst, wo müssen die roten Kreuze gemacht werden, wann gibt es endlich offizielle News bzw. den ersten Trailer, die ersten Clips, vielleicht sogar das erste Gameplay, all das in diesem Video, und deswegen starten wir auch gleich mit Punkt 1 durch. Als erstes offizielles Videomaterial zu Battlefield 6 werden wir einen kurzen Teaser sehen, und der wird irgendwo Anfang Mitte Mai stattfinden. Wenn wir uns da mal an Battlefield 5 bzw. Battlefield 1 orientieren möchten, da war es der 18. bzw. der 3. Mai, und im Anschluss daran, also nur wenige Tage später, kam dann der richtige Reveal, also der Präsentationstrailer zum eigentlichen Game. Das war bei Battlefield 5 dann der 23. Mai und bei Battlefield 1 der 6. Mai 2016. Also gehen wir, sollte EA an ihrem bisherigen Präsentationsweg nichts ändern, auch davon aus, dass wir irgendwo 6. bis 14. Mai vermutlich 2021 mit dem ersten Teaser-Clip rechnen dürfen und dann ein paar Tage später eben mit dem richtigen Reveal-Trailer. Und auf den, denke ich, sind wir alle extrem gespannt, auch extrem gehypt. Ihr könnt mir an der Stelle gerne mal in die Kommentare packen, was ihr von dem eigentlichen Reveal-Trailer erwartet, beziehungsweise was den Aufbau anbelangt. Was soll er euch zeigen? Was sind unter anderem, auch wenn wir gerade an die momentanen Gerüchte denken, was denkt ihr denn? Wo spielt Battlefield 6? Und vor allem auch in welchem Szenario? Packt mir das doch gerne an der Stelle mal in die Kommentare, und wir gehen über zum nächsten wichtigen Punkt. Das wäre dann nämlich, wann sehen wir erstes wirkliches Gameplay bzw. weitere Details? Und da haben wir alle vor Augen die E3, die voraussichtlich am 15. bis 16. Juni stattfinden wird. Warum sage ich voraussichtlich? Weil wir natürlich in Zeiten von Corona und Pandemie, selbst wenn die Messe digital stattfinden wird, das immer mit ein bisschen Vorsicht genießen sollten. Aber ich hoffe, oder ich gehe einfach davon aus, dass wir dann zu diesem Zeitpunkt, also sprich Mitte Juni, auch das erste offizielle Gameplay-Material sehen können und vielleicht sogar auch erleben können. Ja, Stichwort Alpha, Stichwort Beta. Hierzu gibt es leider noch keine konkreten Termine. Es gibt nur auch einen offiziellen EA-Hinweis, und zwar, dass es eine Alpha-Phase für diesen Shooter-Teil wohl geben wird, beziehungsweise geplant ist. Wann das stattfinden wird, ich vermute es irgendwo zwischen Juni und September. Wann genau und ob sich noch eine Beta-Phase anschließt, das ist im Moment allerdings noch unklar. Da müssen wir warten, aber wenn, sollte sie auf jeden Fall auch Open sein, sprich keine Closed Beta, für die man oder Closed Alpha, für die man irgendeinen Creator Code benötigen würde, sondern dann auch für alle zugänglich und dass auch jeder mal schön reinschnuppern kann. Dann können wir jetzt nochmal abschließend auf das eigentliche Release-Datum eingehen. Wir rufen uns nochmal in Erinnerung. EA hat ja schon offiziell bekannt gegeben, dass sie noch nie so weit in der Entwicklung des Games waren, also ihren eigenen gesetzten Meilensteinen voraus sind, dass mittlerweile 3 Entwicklerstudios am Battlefield 6 arbeiten. Also denke ich, können wir davon ausgehen, dass der Release-Termin nicht verschoben wird. Auch trotz Corona und so weiter, aber es wurde ja mehr als deutlich und mehrfach erwähnt, wie weit sie sind, wie toll sie sind, bla bla bla. Das werden wir dann alles sehen, wenn wir das erste Ingame-Material sehen, aber wir dürfen auf jeden Fall damit rechnen, dass das Game zur Holiday Season 2021 rauskommen wird, und Holiday Season, damit ist gemeint das Herbst- bzw. das Weihnachtsgeschäft, und wird dann wohl irgendwo im Raum Ende Oktober bzw. Ende November das Ganze erscheinen, und dann können wir alle schön durchsuchten, wenn dann auch mal Weihnachtsurlaub bzw. die Weihnachtsferien am Start sind, und dann wird hier reingegrindet oder whatever. Also ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Bis dahin müssen wir die Zeit noch gemeinsam als starke Battlefield-Community durchstehen. Das hilft uns nichts, aber
das Ende, ich sag's euch Leute, ist nah. Selbes gilt für heute auch für dieses Video, also das Ende ist nah, Leute, aber nur für heute, ich verspreche es euch. Ich möchte das Ganze auch gar nicht unnötig in die Länge strecken, sondern euch einfach nur mit den relevanten News bzw. meinen Einschätzungen dazu auf dem Laufenden halten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann ballert doch gerne einen dicken, fetten Daumen nach oben und solltet ihr noch nicht abonniert haben, dann tut doch auch das gerne und aktiviert die Glocke, um keine weiteren News zu Battlefield 6 oder allgemein Battlefield Content zu verpassen. Ich würde mich mega freuen und mein Kanal würde es auch unterstützen. Gerne könnt ihr auch noch auf unseren Discord kommen, beziehungsweise die anderen Social Media auschecken. Auch da droppe ich immer mal wieder neue News, beziehungsweise auch Short News. Es gibt dazu auch einen extra Shorts-Kanal, beziehungsweise Zweitkanal. Also da freue ich mich auch, wenn ihr da mit raufschaut und ja, da auch krass rein supportet, wie ihr es ja auf diesem Channel schon macht. Vielen, vielen Dank schon mal im Voraus und bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Haut rein und bis dann, euer A-Team.